Hallo meine Lieben, ich habe heute eine neue Folie für euch und zwar ist die von Siser. Das ist die Easy Color DTV. DTV steht für Direct to Vinyl, das heißt es ist eine Flexfolie und das Coole daran ist, dass wir die mit einem ganz normalen Inkjet-Drucker bedrucken können und dann auf unsere Sachen übertragen können, wie zum Beispiel T-Shirts oder andere Sachen und die dann eben genau die Flexibilität hat wie auch eine Flexfolie. Das heißt, ihr könnt daran ziehen und die reißt euch nicht wie das der Fall ist bei anderen Folien, ne, wo man Papier quasi bedruckt und das aufbringt, sondern hier habt ihr wirklich diese Flexibilität drinnen. Ich werde euch heute ein paar Sachen zeigen. Und zwar werden wir kein T-Shirt machen, weil davon gibt es echt schon genug Videos, sondern ich will so ein paar Sachen beschmücken. Und das heißt, wir werden ein Drucken, dann Schneiden machen. Ich werde mit dem Maker heute arbeiten. Dann werde ich aber auch was direkt drucken. Das heißt, ihr könnt damit auch arbeiten, ohne dass ihr einen Plotter habt. Dann werde ich auch ein kleines Nähprojekt machen und euch damit was zeigen. Respektive sind sogar 2 kleine Nähprojekte. Und zum Starten, ich werde eine Datei verwenden, die ein Muster ist. Und da wollte ich euch auch noch so ein paar Tipps und Tricks geben. Einerseits für diejenigen, die den Adobe Illustrator verwenden, aber dann auch, wie ihr es machen könnt, wenn ihr eben keinen Adobe Illustrator oder Photoshop habt, wie ihr dann trotzdem mit der Datei arbeiten könnt. All das heute im Video und ich würde sagen, wir starten gleich nach dem Intro. Kommen wir erstmal zur Folie. Und ich muss hier ehrlich zugeben, ich kann euch heute noch keinen Link reinmachen, wo ich die her habe, weil die Nachfrage ist ziemlich groß und ich weiß gerade nicht, wo man die im Moment bekommt. Sobald ich den aber habe, werde ich den unten reinmachen, weil ich war so frech und habe Siser direkt angefragt, ob ich zum Testen für meinen Kanal ein paar Exemplare haben dürfte und die haben mir die zugestellt. Und ihr seht, ich habe das auch schon ziemlich euphorisch geöffnet, ne? Und was ich hier drin habe, sind 2 Sachen. Das ist einerseits die Easy Color DTV, die ich habe. Und die ist auf einer Seite weiß und auf einer Seite ist sie so gräulich. Und drucken tut ja auf der weißen Seite, ne? Das ist wichtig. Und das andere, was ich hier habe, ist TTD Advanced und das ist quasi die Übertragungsfolie. Und na, da habt ihr eine glänzige Seite, das ist eben die Übertragungsfolie und hinten das Matte ist dann die Abdeckung, die ihr ablöst. Das sind die beiden Sachen. Ich habe hier kurz auch noch das Datenblatt ausgedruckt, damit wir das angucken können. Von der Stärke her, das ist 100 μ. Dann Träger ist nicht rückklebend, das ist teilweise ein bisschen tricky, zeige ich euch nachher. Geeignet für Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle, Mischgewebe und Elastan. Dann habt ihr Schneideparameter, kommen aber nachher noch mehr dazu. Transferparameter, das heißt, wie ihr das presst, das sind nur 15 Sekunden bei 155 Grad. Mittlerer Druck und abziehen ist es ein warm. Dann ist hier angegeben, wie man es machen muss. Vorwärmen natürlich, das zeige ich euch dann auch. Und was haben wir hier? Einstellungen für Schneiden. Die Silhouette, das solltet ihr die Klinge auf eine 3 einstellen und den Andruck auf 3, Geschwindigkeit 8. Und bei der Cricut nehmt ihr am besten die Everyday Iron-On Einstellung. Das ist natürlich, wenn euer Messer noch nicht stark abgenutzt ist, dann müsst ihr immer so ein bisschen, also ich würde auf jeden Fall zuerst einen Testschnitt machen. So, das Ganze könnt ihr nicht nur mit der Easy Press oder einer Hebelpresse pressen, sondern ihr könnt es auch mit einem Bügeleisen, ne, übertragen. Auch das geht. Beim Übertragen habt ihr 2 Varianten. Und zwar, dass das Ergebnis nachher glänzend ist oder dass es matt ist. Das eine ist, wenn ihr es mit einem Teflon-Sheet deckt,
abdeckt beim Pressen, dann wird es glänzend. Wenn ihr es mit einem Backpapier abdeckt, dann wird es matt. Genau. Und dann Waschempfehlung, maximal 40 Grad auf links, bügeln ja auf links, Trockner kann man ja, Synthetikprogramm, keine chemische Reinigung. Vor dem Waschen 24 Stunden baden und keine Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden beim Waschen. Jo, ich würde sagen, das sind so die Infos, die wichtig sind. Ich werde heute, wie gesagt, kein T-Shirt bedrucken, sondern ich habe hier solche Mäppchen für Stifte und solche Sachen, die da reinzumachen. Da will ich beide Seiten bedrucken, da habe ich 2 davon. Und dann habe ich ein kleines Nähprojekt, da habe ich ganz einfach in der Größe vom Motiv, habe ich hier einen grauen Baumwollstoff und habe hier hinten drauf eine Flieseline draufgebracht. Und dann werden wir hier noch ein kleines Täschchen nähen. Da habe ich auch Baumwollstoff weißen. Da habe ich den 4x und zwar in der Größe 20 cm und 27 cm. Und bei 2 habe ich auch schon eine Flieseline aufgebracht. Die ist dann einfach 1 cm kleiner auf allen Seiten, das heißt 18 cm mal 25 cm. Dann habe ich noch ein kleines Stückchen Reststoff von dem Baumwollstoff, weil ich will dafür den Reißverschluss dann 2 Enden machen und einen Reißverschluss, der ist 22 cm. Das, wenn ihr eben auch dieses kleine Täschchen nachnähen wollt, so wie ich das mache. Ist wirklich für Anfänger eigentlich beides, ne? Könnt ihr als Anfänger auf jeden Fall auch nähen und ich zeige euch dann, wie das funktioniert. Aber als allererstes müssen wir jetzt das Motiv vorbereiten und das Ganze ausdrucken und da gehen wir rüber auf den Computer. Ich habe das Bild oder das Motiv, was ich verwenden werde, habe ich von freepik.com und das heißt hier Hand Drawn Cute Autumn Pattern. Und wenn ihr das herunterladet, habt ihr in dem Ordner drinne, das ist zuerst eine ZIP-Datei, die müsst ihr natürlich öffnen und dann ist drinne eine Beschreibung, die Lizenz und dann habt ihr ein JPEG, ein AI und ein EPS. EPS ist Photoshop, AI ist Illustrator und ein JPEG könnt ihr verwenden, wenn ihr beide diese Programme nicht habt. Ich gehe zuerst kurz in den Illustrator rein für diejenigen, die den Illustrator haben, damit ich euch das zeigen kann, aber dann gehe ich dann auch noch auf eine andere Möglichkeit drauf ein für diejenigen, die keinen Illustrator oder kein Photoshop haben. Das heißt, ich öffne diese Datei hier und gehe kurz in den Adobe Illustrator rüber. Wenn ihr die Datei öffnet, dann habt ihr hier ein Quadrat und ihr seht bei den Farbfeldern auch, dass das eine Musterfüllung ist. Das heißt, ich kann hier die einzelnen Elemente nicht auswählen. Na? Das ist nur ein Rechteck, also es sind quasi nur 2 Rechtecke. Bei der Hintergrund, das ist ein Rechteck und das Muster selber hat keinen Hintergrund, was sehr hilfreich ist jeweils bei Mustern. Also das ist eine gute Sache. Und dann habt ihr hier unten den Schriftzug von Freepik, den könnt ihr schon mal wegmachen, ne, den braucht man nicht. Und ich will einerseits dieses Motiv verwenden als Füllung, als Musterfüllung. Das heißt, ihr könnt hier gleich schon mal das beides auswählen und dann das Ganze Auswahl exportieren und das als PNG. Dann, wenn ihr aber einen dieser Bären verwenden wollt, dann könnt ihr ganz einfach aufs Muster drauf, doppelklicken und dann öffnet sich das Muster und ein Muster ist jeweils auch aus verschiedenen Vektordateien erstellt. Das heißt, ich kann hier den Bären auswählen, mache Ctrl-C oder auf dem Mac Command-C. Das heißt, ich kopiere den, gehe auf Abbrechen, mache mir hier kurz eine neue Ebene und füge den hier wieder mit Ctrl-V oder Command-V wieder ein. Ne? Und ich kann den jetzt mit der Shift-Taste, damit der proportional großer, kleiner wird, ne, kann ich den vergrößern, kann den auch noch so ein bisschen mehr ausrichten. Dann habe ich hier schon meinen Bären. Gehe kurz auf meine
Datei rüber, wo ich das alles schon vorbereitet habe. Und ihr seht, ich habe jetzt keine Vierecke mehr, sondern ich habe A4 Seiten. Und wie könnt ihr das machen? Ihr geht einfach auf die Zeichenfläche, sagt hier neue Seite einfügen. Dann könnt ihr die Parameter anpassen. Das ist jetzt hier auf Pixel, aber wenn ich jetzt der Breite sage, das ist 29,7 cm und in der Höhe 21 cm, dann bekomme ich eben genau eine A4-Seite. Jetzt habe ich hier 4 Seiten, 2 für den Innenstoff, 2 für den Außenstoff. Beim zweiten hat es hier noch diesen Bären. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Ne, diesen Bären. Ihr könnt dann einen Kreis ringsherum machen oder ihr könnt den so verwenden. Machen wir noch kurz einen Kreis ringsherum, damit ihr das seht. Auch wieder Shift-Taste. Ne? Jetzt ist es natürlich die Musterfüllung im Moment. Ich schiebe hier kurz das Muster weg, damit ich hier diese Farbe habe. Ne? Diese. Und gebe hier meine Farbfelder rein. Sage nicht global. Und dann ist die hier vorhanden. Wunderbar. Jetzt könnt ihr den Kreis nehmen und gucken, dass es die Füllung ist und nicht die Linie. Könnt ihr hier draufklicken und dann können wir diese Ebene kurz unter den Bären schieben und schön ausrichten und dann könnt ihr diese beiden markieren und auch die Auswahl exportieren, auch als PNG, genau gleich wie wir das vorher mit dem Quadrat gemacht haben. Das ist das. Den habe ich hier eben, diesen Bären, und ich habe den extra auf das Muster drauf gegeben, weil meine Idee ist, eine Tasche zu machen. Und das wird der Innenstoff sein, das wird der Außenstoff sein und auf dem Außenstoff will ich auf einer Seite eben diesen Bären drauf haben. Das Muster habe ich in der Größe von 20 cm mal 27 cm gemacht. Wie könnt ihr das machen? Ihr nehmt ganz einfach hier ein Rechteck, so ein bisschen kleiner machen und sage hier, ändere da die Farbe kurz, gehe zu den Eigenschaften und sage hier, dass es von der Breite waren es 27 cm, Höhe waren es 21 cm. Dann haben wir hier quasi unser Quadrat und dann kann ich sagen, welche Musterfüllung ich haben möchte. Bei mir ist es der. Ich dupliziere das noch kurz mit Ctrl+C, Ctrl+F, damit es an derselben Stelle eingefügt wird. Und dann gehe ich hin auf die untere der beiden und sage dem, es soll eine Farbe haben. Und so habe ich quasi schon meinen Hintergrund gestaltet. Und wie gesagt, ich habe 2 Seiten für den Innenstoff und dann 2 Seiten für den Außenstoff und bei einem ist der Bär noch oben drauf. Und die kann ich jetzt so eigentlich auch schon drucken. Das heißt, ich gehe hier auf Datei, dann drucken, dann stelle ich sicher, dass hier nicht skalieren steht und dann bei Einrichten eben mein Drucker, dann nehme ich die Qualität hoch und so kann ich das jetzt drucken. Für diejenigen, die jetzt keinen Adobe Illustrator haben, ich verwende hier jeweils PowerPoint dafür. Da nehmt ihr einfach dann das Zeichenprogramm, was ihr habt. Dann gehe ich eben auf diesen Ordner und nehme hier dieses JPEG, mache Ctrl+C, Ctrl+V. Dann habe ich hier eben auch dieses Viereck. Jetzt haben wir hier aber eben dieses Design by Freepik drauf. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Und da, um die Musterfüllung zu machen als erstes, mache ich das so, dass ich hier kurz ein Viereck einfüge. Kurz die Füllfarbe weg. So. Und jetzt sage ich, dass das, 11 cm, wir versuchen mal so, nee, das ist massiv zu klein, aber ich kann das jetzt zumindest hier an einer Ecke platzieren und dann dieses Viereck proportional. Das heißt, ich halte die Shift-Taste, mache das größer,
bis ich unten hier an das Design by Freepik drankomme. Dann weiß ich, so groß darf das hier sein. Verschiebe ich das kurz noch. So, jetzt kann ich auf das Muster klicken, da bei Bildformat sagen zuschneiden und jetzt kann ich das schön auf die Größe von diesem Viereck machen. Das kann ich wieder löschen und jetzt habe ich hier wunderbar das Ganze, ohne dass unten das Freepik-Zeichen ist. Braucht ihr nicht PowerPoint dazu, das könnt ihr auch, ne, zum Beispiel, wenn ihr das Bild auf eurem Handy habt oder wo auch immer, in irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm könnt ihr in der Regel Bilder auch zuschneiden. Das heißt, das hier gehe ich jetzt und sage als Bild speichern und würde das dann auch als PNG speichern. Das ist das, was ihr machen könnt, wenn ihr auch, so wie ich, einen ganzen Hintergrund gestalten wollt. Dann könnt ihr das hier nehmen und ein paar davon anreihen, so dass es dann wieder passt. Ne? Also wenn ich das jetzt nebeneinander machen würde, seht ihr, dass das hier wie abgeschnitten ist, aber da sich das Muster wiederholt, kann man das auch, kurz gucken, ist das so? Ja. Kann man das so machen, dass man diesen Übergang eben nicht sieht. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von diesen Elementen einfach aneinandergereiht und so kann ich mir auch einen Hintergrund quasi gestalten. Dann gehen wir rüber auf den Cricut Design Space und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Das ist das, was ich einerseits ausdrucken will und dann haben wir hier unten noch ein zweites kleines Projekt. Aber erstmal das hier. Ich habe hier zwei kleine Elemente, die 2,5 cm mal 7 cm sein. Die verwende ich dann, um den Reißverschluss quasi schön abzuschließen. Da ist eine Musterfüllung drin, dann habe ich hier den kleinen Bären, wo ich ein Offset gemacht habe. Dann habe ich hier einen Schriftzug, wo ich eine Musterfüllung gemacht habe. Dann hier dieses Happy Fall Y'all. Das ist eine SVG-Datei, die ich vom Silhouette Design Store habe. Aber da findet ihr auch hier in den Phrases sicher auch coole Sachen. Und da habe ich überall ein Offset gemacht und ich zeige euch kurz, wie ihr das machen könnt. Ne? Einerseits beim Hochladen. Beim Bilder hochladen, da könnt ihr ja Bilder oder Musterfüllungen hochladen. Für diejenigen, die das mit dem Illustrator gemacht haben, dann nehmt ihr einfach euer Viereck, was ihr quasi euch in eure Dateien reinkopiert habt. Das könnt ihr hier reinziehen. Und für die, die es mit einem anderen Programm gemacht haben, dann nehmt ihr auch euer Viereck und fügt es hier ein. Ne? Und dann wird es in den Musterfüllungen gespeichert. Das seht ihr dann im ersten Moment nichts, weil hier nichts passiert. Aber ihr seht nachher in den Musterfüllungen, dass die drin sind. Dann beim Bild können die es mit dem Illustrator gemacht haben, können sich hier diesen Bären reinziehen, respektive hochladen. Ne? Das ist eine PNG-Datei und für die es anders gemacht haben, würdet ihr auch nochmal das Quadrat, was ihr gemacht habt, würdet ihr hier als Bild hochladen. Und ich füge jetzt mal beide hier ein. Und das Happy Fall ist eben eine SVG-Datei, die ich aus dem Silhouette Design Store habe. Das habe ich hier auch hochgeladen. Ich gehe auf Leinwand hinzufügen. Dann habe ich hier einerseits den Bären und die Musterfüllung. Ich habe hier, weil ich das halt gerne mag, noch ein Offset gemacht. Dann könnt ihr ganz einfach auf Offset und das Offset so groß machen, wie das euch gefällt. Ne? Anwenden, dann sagen, dass das auch ein Drucken und Schneiden ist. Das hat er schon. Und dann auf Weiß setzen. Und wenn ihr das Ganze dann ebnet, dann schneidet er euch dann das hier ringsherum aus und nicht inne, wo der gelbe Kreis ist. Ne? Das ist quasi die einfache Variante. Und ich habe hier zwei gemacht für das Täschchen, aber ich habe dann mein Blatt auch noch so ein bisschen gefüllt, damit ich dann ein komplettes A4 Blatt oder eben
ich kann ja nicht komplett A4, sondern beim Cricut Design Space bin ich eingeschränkt auf 17,14 cm mal 23,49 cm. Ich mache da jeweils einfach kurz ein Quadrat in der Größe und sage dem hier, dass es eine Hilfslinie ist. Dann kann ich die Sachen auch so anordnen, dass das hier in diesem Begrenzungsrahmen drinne Platz hat. Ne? Das war das eine. Jetzt für diejenigen, die eben keinen Illustrator haben, ihr könnt das hier einfach so ein bisschen größer machen. Dann könnt ihr einen Kreis einfügen. Den dann auch so ein bisschen größer machen, proportional gerne natürlich, ne, so dass er den Teddy quasi abdeckt. Ihr könnt auch kurz nur auf Stift gehen, damit ihr das ein bisschen besser seht. So, ich würde sagen, hier passt das für mich. Dann gehe ich wieder auf einfach schneiden, markiere den Hintergrund plus den Kreis. Ne, die sind beide markiert. Und jetzt sage ich hier beschneiden. Dann kann ich den grauen Kreis löschen, das, wo ich es ausgeschnitten habe, draus und habe dann hier einfach meinen kleinen Bären. Ihr könnt natürlich nicht extrem groß gehen, weil es ein JPEG ist und JPEG hat tendenziell nicht so viele Pixel. Das heißt, es wirkt dann verschwommen, wenn es zu groß ist, aber ich habe das Gefühl, das geht hier eigentlich noch einigermaßen. Und dann könnt ihr auch hier genau gleich auch ein Offset machen. In weiß oder in der Farbe, wo ihr das gerne hättet. Und auch hier sagen Ebenen. Ne, das ist die kleine Umgehungslösung. Habt halt ein bisschen von dem Muster hier noch ringsherum. Aber das ist eine Option. Dann haben wir hier noch einen Text, ne? Und das ist der hier. Ich mache das kurz ein bisschen größer, damit ihr da ein bisschen mehr seht. Na, wenn ihr diesen Text habt, dann könnt ihr ja sagen, ich will drucken, dann schneiden und dann könnt ihr hier sagen, nicht Farbe, sondern Muster. Und wir haben ja vorhin ein Muster hochgeladen. Dann könnt ihr ganz einfach auf das Muster draufklicken. Und jetzt haben wir hier teilweise so ein bisschen Unterbrüche drin, auch beim Haar. Ne? Ihr seht, hier ist es teilweise das Motiv abgeschnitten. Und da könnt ihr einfach ein bisschen spielen mit dem Muster. Das heißt, ich gehe hier wieder auf das Muster und sage Muster bearbeiten. Und jetzt kann ich das zum Beispiel größer machen und das auch so ein bisschen verschieben. So, jetzt stimmt es schon mal für den H. Aber ich sehe hier beim F stimmt es nicht und bei den Ls stimmt es nicht. Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Das heißt, ihr könnt hier auch die zerlegen und dann das nur für einen einzelnen Buchstaben anpassen. Ne? Und wenn das dann so ist, wie ihr das haben möchtet, ist jetzt nicht fertig, aber ich habe es für mich schon vorbereitet. Ihr würdet es einfach anpassen, dass das hier überall stimmt. Und dann könntet ihr zum Beispiel auch hier sagen, ich will einen Offset, dem auch weiß, und dann sagen, das Ganze ebnen. So, und dann hättet ihr eben hier auch diesen Schriftzug. Das hier ist alles für die Mäppchen und das, was wir selber nähen werden. Und da habe ich vor, auf einem Mäppchen einen Teddy plus Happy Fall Y'all und beim anderen einen Teddy, um dieses Happy Fall mit der Musterfüllung zu machen. Und dann will ich eben noch was Zweites machen und da habe ich hier diese kleinen Wichtel eingefügt. Die habe ich auch von Freepik. Der heißt Cute Cheerful Gnome with Phrase Merry Christmas. Und den habe ich auch mit dem Illustrator bearbeitet, damit ich dann ein PNG habe. Quasi gleich, wie ich das vorhin gezeigt habe. Und den habe ich dann als Bild hochgeladen. Ich werde nur einen verwenden, aber ich dachte mir, damit ich das Blatt ein bisschen besser nutzen kann, drucke ich hier gleich zwei aus. Was ich dann auch gemacht habe, ich kopiere hier kurz einen raus. Ctrl-C, Ctrl-V.
Ich habe den genommen und da gesagt, ich will ein Offset. Und zwar von 1 Zentimeter. Habe ich anwenden gesagt und dann vom Offset nochmal ein Offset gemacht und das nochmal 1 Zentimeter. Und dieses zweite Offset habe ich dann auch noch dupliziert und das dann gewendet, also gespiegelt, horizontal gespiegelt. So, hier, das wird ganz normal ein Drucken, das wird ganz normal ein einfaches Schneiden sein. Dasselbe für dieses Element hier, das wird auch ein Schneiden sein, weil ich werde hier 2 Stücke Stoff ausschneiden. Das sind die beiden. Das, was hinter dem Wichtel ist, das wird ein Stift sein, weil ich will, dass ich auf dem Stoff das einzeichnen kann und deshalb, was war das hier, das nochmal schön platzieren. Den Wichtel kann ich eigentlich wegnehmen. Das heißt, diese beiden dann ausrichten, gesagt zentrieren und die dann miteinander verbunden. Weil ich will, dass es hier den Stoff ausschneidet und innen drinnen mit 1 Zentimeter Nachzugabe mir das mit dem Stift anzeichnet, damit ich nachher auch weiß, wie ich nähen muss. Und den Wichtel habe ich eben ganz normal aufdrucken und dann schneiden, diesmal ohne Offset. Das lösche ich kurz alles wieder, damit ich euch jetzt zeigen kann, wie ich das drucke. Das heißt, diese Elemente hier, alle, die verbinde ich, damit der das alles zusammendruckt. Die beiden sind schon verbunden, die beiden sind verbunden und das ist einzeln. Und von der Farbe her ist das grau, weil dann weiß ich, es ist der Stoff, das ist Stift und hier spielt es keine Rolle. Das heißt, ich kann hier auf Herstellen gehen. Und jetzt bekomme ich 4 Matten. Einerseits das erste Drucken dann schneiden, wir müssen es nicht spiegeln, dann das zweite Drucken dann schneiden mit den Wichteln, auch hier nicht spiegeln und dann den einfachen Schnitt vom Stoff her und dann noch ein einfacher Schnitt vom Stoff her. Ich mache das kurz so, dass ich das rüber, es müsste eigentlich auf einer Matte Platz haben. Ich versuche es mal. Verschiebe das hier rüber, damit beide hier drauf sind. Gibt die einfach in beide Ecken. So. Dann weiß er zuerst Stift und dann wird er das Ganze schneiden. Und das machen wir jetzt alles nacheinander. Das heißt, ich werde hier das zuerst drucken. Das heißt, ich gehe hier auf Weiter und dann sage ich an Drucker senden. Dann will ich hier keinen Anschnitt, aber den Systemdialog. Sage drucken. Dann haben wir hier den Systemdialog. Ich gucke, dass ich die beste Qualität habe. Dann gucken, dass der nicht irgendwie die Größe anpasst. Was? Hier, Scaled Paper sollte nicht drin sein. Passt, dann kann ich da sagen, drucken. Dann gehe ich auch auf den zweiten rüber, sage hier an Drucker senden. Hier Anschnitt hinzufügen plus Systemdialog, dann nehme ich beides. Dann hier auch Best, nehmen wir so und drucke das auch so. Dann habe ich jetzt hier auch schon alles gedruckt, ne? Von vorhin die beiden Hintergründe plus die Außenseite für die Tasche und die Vorderseite für die Tasche, so hinten und vorne, das sind die hier. Dann hier das eine, wo ich die kleinen Bären habe und die Sprüche und eins mit dem Wichtel. Und ich werde euch nachher auch zeigen den Unterschied zwischen da, wo ich mit Anschnitt gedruckt habe und da, wo ich ohne gedruckt habe. Wir gehen jetzt zum ersten. Das heißt, ich bringe das hier auf meine Matte auf und immer, na, ihr müsst die gleiche Orientierung, wie es gedruckt hat. Ne? Also nicht irgendwie umdrehen, sondern der Cricut Maker sucht dann die Linien genau auch da
wo sie sein sollten, ne? Von dem her. Sollte eigentlich trocken sein, aber ich gehe auf sicher, dass ich da nicht mit den Fingern drauf rumschmiere. Dann gucke ich, dass ich hier wieder auf dem ersten bin. Muss sagen, was ich für ein Material verwenden will. Und da hatten wir ja die Angabe, das ist Everyday Iron-On. Dass das funktionieren sollte. Spiegeln sagt er mir zwar, aber das mache ich natürlich nicht. Und die Feinschnittklinge habe ich schon drin. Von dem her kann ich das laden und schneiden lassen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problemchen. Nämlich, dass der massiv, der hat zu tief geschnitten. Der hat das fast ein bisschen vor sich her geschoben. Ich gucke kurz, ob ich das lösen kann überhaupt. Ich schneide das hier unten kurz weg, weil das können wir nachher noch verwenden. Für etwas ganz Bestimmtes. Und beim Rest gucke ich kurz, wie das aussieht. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. Also ich muss sagen, Schlünzement-Gittern ist anders. Das Problem ist ja auch, ne, das ist nicht rückklebend. Das heißt, wenn sich das Ganze mal hebt, dann könnt ihr es nicht wieder runterdrücken, sondern da müsst ihr es dann halt einfach so verwenden, ne? Versuchen wir es hier mit den Wichteln und sagen da aber vom Druck her, ich habe das Gefühl, es war zu viel. Sagen wir weniger. Ich nehme mal weniger und versuche das jetzt einfach mal und hoffe, dass das gut wird. Das heißt, ich bringe hier meine Wichtel aufs Blatt oder auf die Matte und gebe die Matte wieder rein. Hier hat er die Folie tatsächlich weniger vor sich her geschoben. Deshalb gucke ich das jetzt einfach mal hier an, ob das funktioniert hat. Ich habe definitiv das Gefühl, dass es besser ist als das von vorhin. Von dem her hier eher mit weniger Druck arbeiten. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Und hier seht ihr jetzt auch, was dieser Anschnitt ausmacht. Das heißt, er druckt über das hinaus, wo eigentlich das Motiv ist, damit er dann das an der Originalstelle eigentlich schneiden kann und ich so sicherstellen kann, dass beim Schneiden dann dass auf meinem Motiv keine weißen Linien ringsherum mehr sichtbar sind, weil er ein bisschen falsch geschnitten hat. Na, da muss man immer gucken, der schneidet ja nicht extrem genau, aber so habe ich jetzt auf meinem Motiv halt keine weißen Linien ringsherum mehr. Na? Das heißt, die beiden haben relativ gut funktioniert. Für mich das Learning, ich muss den Druck definitiv auf weniger setzen. Dann haben wir ja hier noch diese beiden Wichtel. Und jetzt sage ich, oder ich suche mir hier bei den Kategorien Stoff aus und sage Baumwolle gebondet. Und sage, die Schneideklinge will ich hier haben. Dann nehme ich hier meine Stoffmatte und die beiden Stoffe, die ich zurechtgeschnitten hatte, und lege die genauso hin. Was haben wir hier? So. Eine Ecke, ein Stück und die andere Ecke das andere Stück. Ich habe leider keinen quasi Stoffstift für den Maker, deshalb nehme ich hier jetzt einfach einen Stift und deshalb zeichne ich das auch auf der Rückseite an und vom Messer eben das Rollmesser
dann die Matte reingeben und hoffen, dass das funktioniert. Things you asked before, and I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. Ich habe gemerkt, dass ich die Stoffe ein bisschen knapp bemessen habe. Mal gucken. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You'll all Es hat hier oben ein kleines bisschen und hier auf der Seite auch ein kleines bisschen, aber da ich 1 cm Nahtzugabe dazu gerechnet habe, liegt das immer noch innerhalb von dieser Linie. Das passt eigentlich. So, meine Lieben, ich habe ein bisschen weiter getestet, aber ich kriege es nicht hin. Ne? Und das Problem ist nicht die Folie, definitiv nicht, sondern, weil ich habe das bei anderen gesehen, das funktioniert bei anderen wunderbar. Bei den größeren hat es bei mir funktioniert, aber sobald ich versuche, filigran zu gehen, das war hier schon hart an der Grenze, hat es nicht richtig geschnitten. Und das Problem ist mein Messer. Ich habe das, ganz ehrlich, ich habe den Mac schon ziemlich lange und ich habe das Messer eigentlich noch gar nie ausgetauscht, weil bis jetzt hat es eigentlich immer gut funktioniert. Aber bei der Folie, weil die haftet ja nicht auf dem Träger, sondern wenn die sich mal anhebt, dann könnt ihr das nicht zurückkleben. Das heißt, wenn ihr ein stumpfes Messer habt und das quasi so ein bisschen mitzieht, dann hebt sich das hoch und kringelt sich an einzelnen Stellen und da schneidet sich das Ganze dann nicht mehr richtig. Also hat für mich wirklich nicht funktioniert. Für mich heißt das, dass ich euch auf jeden Fall noch ein Video nachliefern werde, ein zweites mit der Folie, weil ich habe mir ein neues Messer heute gerade bestellt und dann kann ich euch das dann auch zeigen, wie es sauber funktioniert. Von dem her werde ich nur eine Tasche hier machen mit dem und da habe ich eben dieses Happy Fall Muster mit den kleinen Bären als Muster und dann nehme ich einen von diesen Bären. Für das hier brauche ich eine Übertragungsfolie, weil zum Beispiel hier der F, der hängt nicht mit dem Rest zusammen. Wenn ihr aber Sachen habt, die zusammenhängen, wie hier die kleinen Gnome oder eben das ganze Papier oder eben die hier, was werde ich für einen nehmen? Wir nehmen hier den mittelgroßen, dann könnt ihr das ganz einfach vom Träger abziehen und das so verwenden. Es kringelt sich ein bisschen, aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich da das dann auf was drauf lege, wo ich vorher das kurz vorgepresst habe, dann entspannt sich das Ganze wieder und wird wieder flach. Von dem her, das wird so funktionieren. Jetzt würde ich sagen, wir machen zuerst hier die Tasche, dann gehen wir an den Gnom. Und hier die Papiere habe ich schon zurechtgeschnitten, die Ränder, die weißen abgeschnitten. Die werde ich auf den Stoff drauf pressen und auch hier diese kleinen Elemente, die ich dann am Ende des Reißverschlusses befestige. Das werden wir auch gleich aufbringen. Von dem her geht es jetzt ans Pressen. Ich nehme für das hier die Mini Heat Press und da stelle ich das auf eine 2 ein. Und das wären ja 15 Sekunden bei, 15 Sekunden bei 155 Grad. Da werde ich das einfach dann im Kopf zählen. Jetzt eben, wie gesagt, für hier brauche ich eine Übertragungsfolie. Und da schneide ich mir einfach kurz ein Stück ab. Von dieser Übertragungsfolie, ihr braucht sie eben nicht für alle Motive, nur die, wo ihr Teile habt, die nicht zusammenhängen. Und ihr könnt die auch wiederverwenden. Von dem her braucht ihr da echt nicht jetzt in der Anzahl, wo ihr die Folie bestellt, dann auch die Übertragungsfolie zu kaufen, sondern da braucht ihr definitiv weniger von. Dann können wir das hier kurz feststreichen und die Trägerfolie lösen. Jetzt halte ich das hier kurz ein bisschen vor. Wenn ich den jetzt eben hier drauf lege, dann seht ihr, wird der schon wesentlich gerade wieder. Jetzt versuche ich hier so ein bisschen die Mitte zu erwischen.
von den Seiten her. Dann nehme ich ein Backtrennpapier und gehe da für 15 Sekunden drauf. Und wenn ihr die Struktur von eurem Stoff drinne seht, dann hat es das eigentlich gut übertragen. Und ihr seht die Farben einwandfrei, genauso wie ich es quasi ausgedruckt habe. Sie werden sogar noch ein bisschen intensiver. Machen wir noch die andere Seite. Und ihr braucht dazu nicht mal eine Heat Press, sondern ihr könnt es tatsächlich auch mit dem Bügeleisen machen. Da müsst ihr halt einfach drauf gucken. Ihr habt beim Bügeleisen für den Dampfauslass habt ihr immer solche kleinen Löchlein. Und da müsst ihr halt einfach drauf gucken, dass ihr die berücksichtigt beim Pressen. Ne? Und wie gesagt, wenn da keine Farbe drauf ist, bei mir ist Farbe drauf, das hat so einen Gelbstich. Das heißt, die würde ich jetzt nicht wieder verwenden, aber wenn ihr was gemacht habt, wo es sich dann keine Farbe drauf überträgt, könnt ihr das wieder verwenden. Und schon habe ich auf meinem Mäppchen diesen kleinen Bären drauf und auf der Rückseite dieses Happy Fall. Finde ich ganz süß. Na, das war das eine Beispiel. Und auch vom Finish her, das ist jetzt matt hier. Also das glänzt nicht. Wenn ihr damit das mit einem Teflon-Sheet presst, dann wird das glänzig sein. Aber ich wollte das hier matt haben. Dann pressen wir hier das noch auf den Stoff drauf. Und dann kann ich die auch kurz mit meiner Stoffschere ausschneiden. Und dann habe ich wunderbar, anstatt einen weißen Stoff, habe ich hier die farbig mit einem Muster drauf. Und ist auch, ihr seht, ne, das ist super flexibel. Ist bei mir jetzt natürlich nicht dehnbar, weil die Baumwolle nicht dehnbar ist. Aber wenn ihr das auf einen dehnbaren Stoff drauf macht, dann könnt ihr das auch dehnen, weil es ist eine Flexfolie. So, jetzt wechsle ich kurz zur großen Presse rüber. Die große Presse habe ich auf 155 Grad für 15 Sekunden eingestellt. Und jetzt habe ich eben der, wo die Flieselehne drauf ist, kommt meine Vorderseite, die Rückseite außen und da, wo ich keine Fliesellinie drauf habe, das ist die Innenseite und das eben auch zweimal. Können wir hier die Trägerfolie abziehen. Und ich versuche, dass die sich jetzt möglichst wenig kringelt. Deshalb ziehe ich die Rückseite ab und halte die Folie quasi auf dem Tisch fest. So, na, das ist die eine. Dann können wir das hier schon vorbereiten. Das heißt, ich lege hier, ne, unten liegt die Flieseline, oben der Stoff. Dann lege ich hier mein Motiv schön drauf. Dann ein Backtrennpapier drüber und dann streicht ihr einfach, wenn sich das so ein bisschen hebt, streicht ihr das runter, dass sich das nirgendwo kringelt. Und dann könnt ihr das auch noch pressen. So, wunderbar. Und jetzt habe ich quasi meinen eingefärbten Stoff, den ich weiterverarbeiten kann. Ist das nicht cool? Und das mache ich jetzt mit allen Stücken. Und jetzt habe ich wunderbar für das eine Projekt hier, ne, meine 4 Seiten. Und ihr seht, wie flexibel das ist. Damit kann ich wunderbar nähen.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt nicht mit dem weiter, sondern mit dem hier. Und da habe ich ja meine beiden Stoffseiten, die ich mit Flieseline bestückt habe. Dann mit dem Stift haben wir hier diese Linie angezeichnet, die mir hilft beim Nähen. Die beiden Elemente kommen rechts aufeinander und sollten eigentlich auch wunderbar aufeinander passen. Den hier legen wir noch zur Seite, weil ich will es zuerst rundherum nähen und dann das Ganze drauf machen. Was ich hier mache, ist das ganz einfach kurz festzustecken, damit das schön aufeinander bleibt. Und dann zeichne ich mir auch kurz hier noch eine Wendeöffnung ein, weil hier unten werde ich es nicht ganz zunähen, sondern da lasse ich eine Wendeöffnung. Das heißt, ich nähe das jetzt mit einem engen Stich einfach schön entlang dieser Linie mit der Nähmaschine ab. Am Anfang verriegeln, am Ende verriegeln und dann können wir das Ganze dann auch schon zurechtschneiden und wenden. Know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you... Und ihr seht, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich bin nicht immer super genau, aber passt eigentlich. Jetzt können wir hier die Fäden noch abschneiden. Nadel natürlich rausnehmen. Und was ich jetzt mache, ist ringsherum das mit einer Zickzackschere, außer diesen Teil hier, den lasse ich eigentlich so stehen. Da schneide ich nur ein bisschen zurück. Den Rest schneide ich mit einer Zickzackschere zurück. So, Nille. Und dann können wir das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Wenn wir das hinlegen und hier einen von unseren Wichteln nehmen, müsste das ja eigentlich passen. Ihr erinnert euch ja, ich habe 1 cm ringsherum gemacht, als quasi Schattierung oder Offset, und der passt hier quasi wunderbar drauf. Das heißt, wir können das auch noch kurz pressen. Dazu habe ich die Heatpress wieder auf 155 Grad, 15 Sekunden gesetzt. Ich presse das hier kurz auf und bügle das von beiden Seiten so ein bisschen wieder zurecht. Und dann kann hier eigentlich auch schon die Folie drauf. Dann das Backtrennpapier drauf und pressen für 15 Sekunden bei 155 Grad. Ist noch ein bisschen heiß, aber das sieht so cool aus. Und dadurch, dass wir eben das mit dem Bleeding, also mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Deutsch heißt, wenn wir das gedruckt haben, dass es eben weiter raus druckt als da, wo das Motiv ist, und dann das in diesem Bereich drin schneidet, haben wir auch nirgendwo eine weiße Kante. Und dann können wir das Ganze stopfen. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Und wenn ihr dann so viel Stoffwolle drin habt, wie ihr das haben möchtet,
können wir das hier unten noch mit einem Matratzenstich zumachen. Und so habt ihr wunderbar ein Weihnachtswichtelkissen zur Deko. Ich finde es super süß und das geht natürlich, ich weiß, ich bin ein bisschen früh dran mit Weihnachten, aber ich fand den total süß, deshalb wollte ich den haben. Und das könnt ihr jetzt natürlich nicht nur mit eben einem Wichtel machen, sondern mit x einer anderen Figur, Osterhasen, für eure Kinder, die irgendeine Comicfigur cool finden. Geht natürlich einfacher, wenn es nicht allzu viele Ecken drin hat, dann zum Nähen. Und ich würde es natürlich auch nicht für ein Alter machen, wo sie Sachen in den Mund nehmen, weil das sollte man da doch nicht in den Mund nehmen, ne? Aber so als Deko finde ich das schon super süß. Das war diese Idee. Dann kommen wir noch zu unserem kleinen, einfachen Nähprojekt. Da habe ich den Reißverschluss und diese Teile, die 2 cm mal 7 cm sind, habe ich einfach auf beiden Seiten bei 1 cm eingeklappt. Und das mache ich jetzt ans Ende des Reißverschlusses. Hier habe ich einfach geguckt, na hier hört er auf und da lege ich das an. Dasselbe auf der Seite. Und das nähe ich kurz auf der Nähmaschine ab. Einfach hier mit einem kleinen Abstand einmal drüber nähen auf beiden Seiten. Dann haben wir hier auch schon beide Seiten eingepackt. Und jetzt gucke ich, dass oben der Verschluss guckt mich an, ne? Und dann nehme ich jeweils eine Innenseite und eine Außenseite. Und ich habe hier unten bei allen 3 cm, ich habe so ein Quadrat ausgeschnitten, 3 cm das drauf gelegt, auf der Rückseite kurz angezeichnet und das ausgeschnitten. Und das auf allen 4, also bei allen 4 Teilen. So, jetzt nehmen wir den Innenstoff, der guckt mich an. Dann lege ich hier den Reißverschluss drauf, schön mittig, mache den kurz ein bisschen fest, damit der nicht mehr verrutscht. Dann kommt das Außenteil rechts auf rechts, ne? Und das oben mit der Kante auch wieder schön abschließend. Ich mache das hier unten kurz fest, damit das richtig liegt. Dann geht es auch ein bisschen einfacher. So, jetzt nochmal Reißverschluss mittig hinlegen und das quasi ins Sandwich reinpacken. Dann könnt ihr das einmal abnähen. Lasst einfach hier an der Kante 1 cm frei. Also ihr fangt erst bei 1 cm hier an zu nähen mit dem Reißverschlussfüßchen hier entlang, bis hier auch wieder nur 1 cm davor, ne? So vernäht ihr das am Anfang und am Ende verriegeln. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr es aufklappen und dann knappkantig entlang des Reißverschlusses das auch nochmal abnehmen. Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us floating back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole. Dann haben wir hier schon mal den Teil und ihr habt gesehen, wenn sobald der Reißverschluss in den Weg kommt, hier, den habe ich dann einfach verschoben. Das heißt, das Füßchen gehoben, wenn die Nadel unten war, den Reißverschluss hier, den Verschluss verschoben und dann
Füßenglieder runter und weiter nähen. Und so haben wir jetzt wunderbar schon die Innenseite und die Außenseite am Reißverschluss dran. Jetzt machen wir noch die andere Seite. Hier auch wieder unten das, was die Innenseite ist, auch wieder schön rauf. Und dann auch wieder rechts auf rechts die Außenseite. Und da steckt hier auch kurz fest, damit es dann passt. Car we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling. Middle finger. Und das näht ihr genau gleich auch wieder erst bei 1 cm anfangen, dann runternähen, unten wieder bei 1 cm aufhören, am Anfang am Ende verriegeln, dann auch wieder aufklappen und abnähen und hier natürlich auch erst ab 1 cm, nicht bis ganz nach vorne. Genau, das mache ich noch kurz. The sky, I remember thinking if I only could stop the time. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when, way back when. Remember when my father taught us how. So, jetzt haben wir wunderbar unsere Außenseiten. Hier wunderbar unseren Reißverschluss drin. Den öffne ich so zur Hälfte, damit der schön in der Mitte ist. Und auf der anderen Seite haben wir die beiden Innenseiten. Und jetzt müssen wir natürlich die Tasche bilden. Das heißt, ich lege die beiden Innenseiten aufeinander und die beiden Außenseiten aufeinander. Noch ein bisschen mehr auf, so dass die schön rechts aufeinander liegen. Play guitar, and we started up a band in my garage. Bei der Innentasche mache ich eine Wendeöffnung, damit ich hier die Tasche schön durchwenden kann. Und das heißt so. Und dann nähen wir von hier anfangen verriegeln mit einem Zentimeter Nahtzugabe, alles runter. Hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig nähen, weil ihr hier schon mehrere Lagen habt. Dann alles weiter bis hier runter verriegeln. Hier bei der Wendeöffnung fangt ihr an, bis zur Wendeöffnung beiden Orten verriegeln. Dann fangt ihr hier wieder an, bis hier Anfang, Ende verriegeln. Und dann die andere Seite auch einmal komplett runter, am Anfang und am Ende auch verriegeln. Our dream would take us so far, but after a week or so it all just fell apart. But we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I only could stop the time right now. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, 'cause all I needed was my friend. Way back when, way back when we were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. Way back when, way back when. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte jetzt alles quasi zu sein, bis auf die Ecken. Und um die kümmern wir uns jetzt auch noch. Das heißt, ihr könnt die aufziehen, schön aufeinander legen,
Dann mache ich jeweils eins runter, eins hoch. Stecke das kurz hier fest. Und dann könnt ihr das auch schön mit einem Zentimeter Nahtzugabe umverriegeln, runternähen, verriegeln. Hier gehe ich jeweils zweimal drüber. Und das macht ihr mit jeder Ecke. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. So, was ich dann mache, ich schneide die Ecken jeweils noch so ein kleines bisschen zurück, einfach damit es dann innen ein bisschen schöner liegt auch. So, und dann können wir auch das Ganze schon wenden. Was ich jeweils mache, ich streiche hier kurz die Nahtzugabe vor dem Wenden so ein bisschen zurecht, weil das geht mir dann nachher besser, um die beiden Nähte aufeinander zu legen. Und jetzt wenden. Bevor ich die Wendeöffnung schließe, gucke ich jeweils, ob das wirklich alles gut funktioniert und gut liegt. Passt wunderbar. Das heißt, ich kann hier auch noch die Innentasche wieder rausnehmen. Und jetzt könnt ihr hier bei der Wendeöffnung entweder einen Matratzenstich machen. Ich nähe das jeweils kurz ab, weil es ist die Innentasche. Und wenn man das knappkantig macht, dann passt das schon. Das heißt, ich weiß hier, bis hier ist es offen und da nähe ich jetzt knappkantig drüber, um das zu verschließen. So, dann ist hier die Wendeöffnung zu. Dann kann ich das Ganze wieder reinstoßen und die Ecken schön ausarbeiten. Und dann habt ihr hier ein kleines Necessaire, eine kleine Tüte in genau dem Stoff, den ihr haben wollt, mit einem Reißverschluss, auch dem Innenstoff, den ihr haben wollt, ne? Und damit das hier oben sich ein bisschen besser öffnen und schließen lässt, mache ich noch was weiteres, weil ich wollte euch zeigen, dass ihr mit der Folie, nämlich auch mit dem Printmaker, arbeiten könnt, weil der arbeitet ja auch ganz normal mit Tinte. Ich wurde noch gefragt, wie ich das mache, dass ich meine eigenen Motive hier was damit machen kann. Ich gehe hier auf Create und dann könnt ihr bei den Tools, könnt ihr ja Fotos einfügen oder Dateien. Ne? Hier steht Photo Library, das ist eure Fotobibliothek. Ihr könnt direkt ein Foto nehmen und das verwenden oder ihr könnt ein File verwenden. Fotos, ganz einfach, ne? Der geht euch dann einfach auf eure Fotos, dann könnt ihr das hier einfügen, verwenden. Das ist eigentlich die einfachste Variante, wenn ihr das eben als Foto gespeichert habt. Oder ihr könnt hier auf File aussuchen, dann sage ich Printmaker, habe ich mir einen Ordner angelegt, den Teddy hier rein und dann ist der auch da. Gut, Select Objekt. Jetzt seht ihr, ich habe zwei Objekte, sind eigentlich genau dieselben, aber eben entweder ihr nehmt es aus den Fotos raus oder ihr nehmt es aus euren Dateien raus. Jetzt will ich hier 6 von diesen haben. Gehe ich kurz auf die Pan View, den Canvas und mache den ein bisschen größer. So, jetzt wieder. Ich mache es mal sehr viel größer, einfach um zu gucken, wie viele ich hier anlegen kann. Ich lasse am Anfang einen halben Zentimeter Platz. So, dann wähle ich die alle aus und sage, das soll in der Mitte alle auf derselben Höhe sein.
gucke ich wieder, dass es hier 1 cm ist. Einen halben Zentimeter, sorry. Und dann mache ich den Arbeitsplatz hier auf eine 9. Dann habe ich auf beiden Seiten den halben Zentimeter Abstand. So, jetzt will ich den Hintergrund, da möchte ich gerne auch noch ein bisschen Farbe haben. Fill Color. Mal gucken, ob da was dazu passt. Sowas? Ja, das sieht doch cool aus. Nehmen wir. So. Und jetzt kann ich mal gucken, er sagt, mein Printer ist nicht connected. Nehmen wir nochmal. So, dann haben wir den. Und jetzt können wir alles bereit machen, um das zu drucken. Das heißt, ich habe hier meine Matte. Mal kurz gucken, dass das alles Platz hat. Den Printmaker und eben die Reste von der Folie, die ihr nicht verwendet habt, zum Beispiel, wenn ihr eben etwas einen Print-and-Cut macht, das müsst ihr nicht wegschmeißen. Ne? Das könnt ihr wunderbar wiederverwenden. Jetzt hier unten, ich gucke jetzt einfach, dass die 0 hier da liegt, wo nichts drauf ist. Und ich hatte gesagt, es sind 9 cm. Machen wir das so hin. Ne? Dann kann ich hier sagen Print. Und ich will eigentlich keine Wiederholung, ich will eigentlich nur diese 6 haben. Sage ich Send to Printer. Dann hat er das. Kann ich den rausnehmen und das Licht quasi ist jetzt bei der 0. Dann kann ich sagen, starten. Er ist grün. Zack. Fertig. Und dann habe ich hier wunderbar meine Tattoos auf der Caesar Easy Color DTV Folie. Ne? Ist doch wunderbar. So. Könntet ihr natürlich auch mehr machen. Für mich reicht das jetzt. Das heißt, ich kann den hier wieder ausschalten. Und wenn ihr von dem noch nichts gehört habt, ich habe da ein ganzes Video dazu gemacht, was ihr alles damit anstellen könnt. Den finde ich persönlich wirklich super. Und ich hatte auch die Frage bekommen, beim letzten Mal, als ich euch den gezeigt hatte, hatte es zwischen den Designs Striche. Ich habe wirklich komplett die App einmal deinstalliert, wieder neu installiert und auch den Printmaker. Der hat unten einen Reset-Button, den ihr drücken könnt und dann das Ganze nochmal neu installiert und dann hat das wunderbar funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Striche mehr zwischen den Designs. Und wenn ihr euch fragt, was willst du jetzt damit? Ich will das ganz einfach hier oben an die Tasche an den Verschluss dran machen, damit ich den schöner öffnen und schließen kann. Dazu schneide ich das kurz aus. Dann habe ich hier ein Stück Snap-Papp. Kann man das hier kurz anlösen. Und den Träger entfernen. So. Dann habe ich die Heat Press wieder auf die mittlere Stufe. Wir haben das hier kurz ein bisschen vor, damit das wieder ein bisschen gerade wird. So, dann kann ich hier meine Folie drauf machen in eine Ecke. Dann ein bisschen Backtrennpapier drauf. Und für 15 Sekunden das quasi festpressen. Dann kann ich hier diesen Snap-Papp ausschneiden. Ich runde hier kurz noch die Ecke ab. So, dann haben wir die auch wunderbar abgeeckt. Dann kann ich auch, also das quasi eine Hälfte zusammenlegen und hier vorne mit der 3/16 ein Loch reinmachen. So, passt. Jetzt gucken wir mal, was da am besten dazu passt. Und dann habe ich hier wunderbar diesen Abschluss. Super stabil, weil Snap-Papp ist. Dann kann ich hier so einen kleinen Ring nehmen und das einfädeln und das Ganze hier
auch noch festmachen. Und schon habe ich hier einen kleinen Anhänger, wo ich jetzt das Ganze auch noch einfacher aufmachen kann. Das heißt, hier könnt ihr ganz einfach den Printmaker verwenden, damit ihr eure Resten nicht wegschmeißen müsst, sondern die ganz einfach auch noch weiter verwenden könnt. Und das waren die 3 Ideen, die ich euch heute zeigen wollte. Das ist eben nicht nur, dass ihr die Folie nicht nur für T-Shirts verwenden könnt, sondern wunderbar auch für andere Sachen, ne? Wenn ihr solche Etuis, ne? Schreibmäppchen zum Beispiel beschmücken wollt, hier um so kleine Dekokissen zu machen. Muss eben, wie gesagt, nicht Weihnachten sein, aber ich fand den halt einfach schon super süß. Ne? Und eben auch, wie ihr das auch verwenden könnt, um ein Mäppchen zu nähen in genau dem Stoff, den ihr haben wollt, ohne dass ihr da meterweise Stoff bedrucken lassen müsst. Ne? Und es ist auch super fein, also es ist nicht rau jetzt, sondern es ist wirklich auch angenehm. Es ist fast so ein bisschen wie ein Canvas-Stoff jetzt und damit eben dann Innentasche und Außentasche wunderbar bedrucken könnt und das trotzdem weiterhin verwenden könnt, um das zu nähen und hier jetzt so ein kleines Etui zu machen und eben auch mit dem Printmaker, dass das wunderbar auch funktioniert, dann auf der Snap habt, dass ihr da auch die Resten weiter verwenden könnt. Ne? Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen und wie gesagt, es gibt auch noch ein weiteres Video, wenn ich dann mein neues Messer bekommen habe, damit ich euch das zeigen kann, dass es durchaus funktioniert. Jetzt einfach mit meinem stumpfen Messer hat das ganz filigrane hatte nicht funktioniert, aber eben das lag wirklich an meinem Messer. So, das war es jetzt aber auch und ich eben hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war hilfreich für euch. Es hat ein paar Ideen dabei, die ihr auch gerne machen möchtet und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! If I'm not there, 'cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of